Points of Parity herauszuarbeiten, was sind die Pflichteigenschaften. Das ist sehr wichtig, ich komme da immer gern von der Mathematik, das sind die notwendigen, ja. Aber die hinreichenden sind eigentlich dann die Points of Differentiation, das ist die Differenzierungsmerkmale. Und die kamen bei der Befragung, konnte man ganz schön rausarbeiten und das ist das Potenzial, wo man nachher aufsetzen kann. Das ist für uns ein zentrales Dokument, das hängt in den Büros drin und das kann man nicht oft genug wiederholen, dass es in die Köpfe eingeht. Und wir haben hier gesagt, okay, die Vision. Die Vision ist, wo wollen wir langfristig hin? Und wir haben den Bedarf gesehen für unsere Kunden, dieses vertrauensvolle Zusammenarbeiten. Dann haben wir gesagt, wir wollen in unserer Industrie der vertrauensvollste Anbieter sein. Wir haben das Vertrauen bewusst ganz vorne hingestellt, weil wir das gesehen haben, dass es entscheidend ist für unsere Kunden, die hier groß zu bewerten. Da lösen sie Probleme, da vermeiden sie Probleme, der eigene Entwickler trifft Entscheidungen und so sind wir zu der Vision gekommen. Danach haben wir uns um die Mission gekümmert. Wir haben gesagt, was Mission ist, wenn ich aufstehe, warum existiere ich, was ist eigentlich meine Existenzberechtigung, dass ich Geschäft mache und nicht jemand anders. Und hier haben wir aus der Befragung auch mitbekommen, dass wir eindeutige Stärken haben bei kundenspezifischen, applikationsspezifischen Anwendungen, wo wir sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, wo uns eine hohe Kompetenz zurückgespiegelt wird und wo wir auch der persönlichen Service-Schiene sehr gut bewertet werden. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir die besten Ideen unseres Kunden umsetzen möchten. Bring our customers' best ideas to life. Dann ging es um die Positionierung. Für mich ist Positionierung einfach übersetzt. Es sind Felder, in denen ich jederzeit besser sein möchte als jeder Mitbewerber. Anwendungsspezifische Lösungen, bewusst nicht kundenspezifisch, anwendungsspezifisch, Schnelligkeit und Flexibilität und verlässliche Partnerschaft. Dann geht es um den Markenkern, das ist nach innen gerichtet, nach außen ist der Slogan. Wir waren uns schnell einig, dass wir da auch reduzieren, dass man den Markenkern und den Slogan in eins bringt. Das heißt, wir wollen hier alles das, was wir hier sagen, bring our customers best idea to life, wollen wir verdichten in eine ganz kurze, knackige Aussage. Und die kurze Aussage ist dann empowering your ideas. Ganz kurz eine Anmerkung zur Markenpositionierung. Zunächst mal, was vielleicht auffällt, ist es jetzt nicht die typische Markenpositionierung eines B2B-Unternehmens. Man sieht hier ganz klar, es geht hier nicht um den rein technischen Vorteil. Und das ist eine Frage, die wir uns ja oft stellen, wie kann man das Ganze differenzierend aufbauen. Spannend ist es, ist ganz klar das Kundenbedürfnis im Mittelpunkt. Also diese Positionierung spricht den Kunden in seinem Bedürfnis direkt an. Weil auf der Entscheiderebene geht es immer darum, auch die eigenen Ideen und damit auch die eigene Person im Unternehmen entsprechend zu positionieren bzw. auch zu profilieren. Also jeder Kunde ist ein Stück weit natürlich, arbeitet für sich, für seine eigene Person, aber auch für das Unternehmen. Sehr spannend, was immer eine gute Positionierung übrigens ausmacht, ist, wenn man sich mal anguckt, was die Positionierungsfacetten sind. Wir sehen das ganz oft bei Unternehmen, dass sie rein nach Produktfacetten gehen. Qualität, Sicherheit, Nachhaltigkeit. Alles produktbezogen. Unsere Produkte sind qualitativ hochwertig, sind sicher, sind nachhaltig und innovativ natürlich, klar, das darf nicht fehlen. Wir sehen hier ganz andere Facetten und auch das ist spannend, das mal im Wettbewerbsvergleich zu sehen. Mensch, Prozesse, Produkte. Das heißt, wir haben ein optimales Zusammenspiel, sodass sich auch alle im Unternehmen, das sind wir da bei unserem Motto, alle im Unternehmen auch daran orientieren können. In der Umsetzung ist es natürlich, jetzt hat man die Argumentationsketten, ist alles schön und da. Und wie ändert sich das Verhalten? Also haben wir gesagt, wir wollen Verhaltensregeln definieren und am besten übergreifend. Und die haben wir dann kommuniziert in verschiedenen Formen, aber unter anderem haben wir dann ein kleines Booklet gemacht. Ja? Passt dann tatsächlich in jede Tasche rein. Und da gibt es dann übergeordnete Verhaltensregeln. Genau auf 6 haben wir uns geeinigt, die für alle gelten. Und das Entscheidende ist, dass es ein Mitarbeiter heute rausziehen kann und zu mir kommen kann, zu unserem CEO kommen kann und sagen, na, die 6. Regel, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht anders entscheiden. Kampagne, bei einer ganz konservativen Industrie haben wir lange diskutiert, machen wir es, aber das sollte diese Begeisterung ausdrücken, dass man gemeinsam Ideen, Grenzen entwickelt, auch ein Stück Vertrauen natürlich für den, der da drin sitzt. Und das war dann das Logo oben rechts neu entwickelt. Unser Slogan wurde dann bekannt gemacht
und mit einer emotionalen Kampagne hinterlegt. Mitarbeiter wollen das einfach hören, wo sind wir besser, was machen wir anders, wo geht es lang und auch eine Sicherheit haben, dass die richtige Entscheidung getroffen wird.